hardest reality to see is that there is no we. Willkommen im Quick and Dirty Operation System. Heute im Debug-Modus Rückruf. Auch bekannt als Hoffnung stirbt zuletzt. Bei der Leine hatten wir ein Kabel, beim Rückruf setzen viele auf Funk. Und Funk heißt, meistens rauscht es. Bleiben Sie dran, denn am Ende verrate ich Ihnen, wie Sie das Prinzip Hoffnung endlich loswerden. Danach funktioniert Ihr Rückruf so zuverlässig wie Amazon Prime. Der Hund kommt. Notfalls auch zum Kellerabgang oder aufs Schuppendach, aber er kommt. Bevor Sie den Rückruf trainieren, müssen Sie allerdings erstmal überhaupt definieren, was er denn heißen soll. Und genau da fängt das Drama an. Die meisten Menschen haben beim Rückruf so viel Plan wie bei einem One-Night-Stand nach 3 Flaschen Prosecco. Keiner weiß, was passieren soll, aber am Ende fühlt sich einer verarscht. Denn was genau erwarten Sie eigentlich? Soll Ihr Hund sitzen, liegen oder reicht es, wenn er im Vorbeigehen kurz Tag auch sagt? Und wann genau soll er das tun? Sofort nach dem Ruf oder erst nachdem Sie schon 2 Flaschen Klosterfrau Melissengeist gekippt haben und die Feldjäger ausrücken? Darf er auf dem Rückweg noch die Würstchenbude leer fressen und nebenbei ein Selfie posten? Oder meinen Sie doch eher direkt und sofort zu Ihnen? Und wie lange soll er denn dann bleiben? Für viele ist Rückruf wie Smalltalk auf einer Familienfeier. Einmal kurz Hallo sagen und gleich wieder verschwinden. Nur, dass der Hund dann, genau wie Sie denkt, ich war da, man hat mich gesehen, ich hau wieder ab. An dem einen Tag finden Sie das eventuell ganz witzig, am anderen vielleicht gar nicht mal so sehr. Und wer all das nicht klar definiert, trainiert Unfairness, kein Verhalten. Der nächste große Fehler: Menschen rufen sofort komm, hier oder sonst irgendwas wahnsinnig Kreatives. Nur der Hund hat das Verhalten nie gelernt. Für ihn klingt das wie mach Integralrechnung, obwohl er noch nicht mal weiß, wie man bis 3 zählt. Stellen Sie sich vor, jemand schreit Sie auf der Straße an, Jonglier. Sie würden auch nur gucken und denken, Alter, hast du einen am Brett? Mit dem Unterschied, dass Sie wenigstens eine Vorstellung davon hätten, was Jonglieren ist und wie das aussieht, wenn man es denn kann. Ihr Hund hat keine Ahnung, was hier bedeutet, wenn Sie es ihm nicht erst erklären. Also, die Regel ist so simpel, dass man sie eigentlich nicht erklären müsste. Ein Signal wird immer erst eingeführt, wenn der Hund die Handlung schon sicher zeigen bzw. der Mensch sie sicher erzeugen kann. Und das muss man üben. Viele glauben an Abkürzungen. Sie wünschen sich die gute Fee, die das Zauberwort verrät. Und innerhalb von 10 Minuten läuft dann alles und der Hund wie von selbst. Aber ich sag's Ihnen ehrlich, ich habe auch keinen Zauberstab. Ich stehe da wie jeder andere mit Würstchen in der Tasche und hoffe, dass der Hund mich nicht völlig blamiert und Bock hat, mit mir zu trainieren. Es gibt keine Abkürzung, kein Schummeln, nur Training. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann ist das keine Verschwörungstheorie, sondern die Realität. Deshalb erst Verhalten, dann Signal. Der Hund muss erst lernen, was er überhaupt tun soll und dass zu seinem Menschenlaufen sich lohnt. Wenn man ständig ohne Bedeutung ruft, klingt das Signal irgendwann wie schlechte Werbung. Zu oft, zu nervig, zu inhaltslos. Irgendwann hört man einfach weg. Und genau das passiert beim Hund. Also, halten wir fest, kurz, klar, lohnenswert. So wird Rückruf dann auch nicht zum nervigen Dauerjingle, sondern zur Push-Mitteilung, auf die der Hund reagiert. Menschen wenden den Rückruf oft nach dem Prinzip Hoffnung an. Das ist dann aber kein Training, das ist Lotto. Nur, dass beim Lotto wenigstens ab und zu einer gewinnt. Ich offensichtlich nicht. Die Backward-Variante dagegen ist das Gegenteil von Glücksspiel. Das ist System. Ja, es klingt langweilig, ist es auch, aber es funktioniert. Der Hund lernt zuerst, was am Ende passiert, also was er tun soll, wenn er bei seinem Menschen ankommt. Und auch das muss wieder klar formuliert werden. Sitzen, stehen oder einfach so nah, dass man ihm irgendwie die Leine anhakeln kann. Egal. Hauptsache, Sie entscheiden sich, und zwar vorher. Backward Chaining heißt, wir arbeiten von hinten nach vorne, sodass der Hund immer genau weiß, was das Ziel ist. Ob er dann irgendwann 2 Meter oder 20 weg ist. Er hat gelernt, dieses Signal endet immer in einer klaren Position bei seinem Menschen. Und ganz wichtig, diese Position wird erst einmal ohne Hörzeichen geübt. Man könnte auch sagen, einfach mal Fresse halten. Hund auf kurze Distanz immer wieder in die gewünschte Position locken, fröhlich, ohne Druck, mit Party danach. Und das wiederholen Sie, bis Sie merken, da ist der magische Moment, wo der Hund denkt, ah, ich weiß, was du willst, schon wieder. Tada! Und genau dann, und zwar erst dann, führen Sie das Rückrufsignal ein, nicht früher. Sonst ist es, als würden Sie Ihrem Hund komm hinterherrufen, wenn er schon wieder am Horizont verschwindet.
Lehrbuchmäßig zu spät für klassische Konditionierung, aber ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Kontiguität in Echtzeit scheitert. Ja, ich weiß, das klang jetzt kurz nach Wikipedia. Aber das hier sind tatsächlich echte Trainingstipps. Auch wenn es nach Satire aussieht, ich mache das beruflich. Nur mit weniger Ironie. Manchmal. So, wie und wann genau Sie das Hörzeichen einführen, erkläre ich im nächsten Video. Schließlich möchte ich Sie nicht so überfordern wie Sie häufig Ihren Hund. Und wenn Sie mir jetzt ein Rückrufsignal schicken, indem Sie den Abonnier-Button drücken, dann verpassen Sie auch nichts. Das war wieder eine Folge QDOS, Quick and Dirty Operation System. Für Menschen mit Lernverzögerung, aber Sinn für Humor. Und falls es alles mal wieder nicht so klappt, keine Sorge, Ihr Hund liebt Sie trotzdem. Nur er weiß warum. Also bleiben Sie reflektiert, auch wenn es blendet. Cheers!